Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. So haben wir unser Jahr 2019 ausklingen lassen und das Jahr 2020 begonnen. Jetzt sind wir wieder am Jahresende von 2020. Ein aufregendes, nicht so reisewürdiges Jahr liegt hinter uns. Ja, die Viola, meine Frau, ist arbeiten, deswegen machen wir heute den Jahresrückblick mal mit Toni. Toni habe ich mir mitgebracht zur Verstärkung. Er war ja auf vielen Reisen mit unterwegs gewesen. Und wie war unser Jahr 2020? Ganz kurz ein paar Eckdaten. Wir werden auf jeden Fall mal ein paar Einblicke geben in unsere Statistik. Dann werden wir mal durchgehen, was haben wir für Reisen dennoch gemacht im sogenannten Corona-Jahr 2020. Eindrücke von Stellplätzen, von Filmen etc. Einen Ausblick auf 2021 vornehmen. Da haben wir zum Beispiel geplant das Wohnmobiltreffen. Erst einmal vielen recht herzlichen Dank an unsere vielen Zuschauer von 2021. Wir haben das mal rausgezogen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unseren Freunden aus Hessen, Mary und Rainer, die die Reisen mit uns größtenteils miterlebt haben. Dann wollen wir uns auf jeden Fall bedanken bei einigen Zuschauern und Abonnenten, die unsere Reisen begleiten, durch Kommentare, durch Anrufe, durch Mails und so weiter. Da möchten wir einmal erwähnen Petra und Roland. Dann haben wir einen Uli aus Köln, da möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Dann haben wir in Manfred und natürlich viele Grüße hier auch nach Spanien zum Peter. Peter ist zurzeit in Spanien, den beneiden wir ganz sehr. Der macht der verbringt die kalte Jahreszeit in Südspanien und sitzt zurzeit bei wunderbarem Sonnenschein und in Badehose vorm Wohnmobil. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz recht herzlich bei unseren Mobilwetter-Freunden für das Treffen 2020 und natürlich für die vielen Glückwünsche, Anregungen und natürlich positiven Resonanzen. Ja, liebe Freunde, was hat sich getan 2020? Toni, was sagst du auf dem Kanal? Hat sich einiges getan, wenn ich die Zahlen so verfolge. Hat sich einiges getan. Also wir haben auf jeden Fall 2020 3055 Daumen nach oben. Das ist schon mal ganz, ganz klasse. Wir haben insgesamt 569 Kommentare auf unseren Filmen und 979 Mal wurden unsere Videos geteilt. Ja, neue Abonnenten im Jahr 2020 haben wir insgesamt 1295, eine gewaltige Zahl. Vielen recht herzlichen Dank. Dann haben wir 2020 161.719 Mal eine Wiedergabe von unseren Filmen gehabt. In Verbindung dazu 740.632 Minuten wurden unsere Filme insgesamt wiedergegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 740.632 Minuten. Das entspricht ungefähr 12.344 Stunden oder umgerechnet 514 Tagen. 514 Tage am Stück Film. Das haben sich unsere Zuschauer 2020 auf unserem Kanal angeschaut. Vielen recht herzlichen Dank für das Vertrauen, vielen recht herzlichen Dank für die vielen positiven Bewertungen. Unser Kanal liegt zurzeit bei einer Positivresonanz von 93-94%. Das ist schon
überdurchschnittlich, mega gewaltig, super gut. Einige Werte noch einmal zu unseren Reisen 2020. Wir sind insgesamt 7400 Kilometer gefahren im Jahr 2020. Das ist nicht sehr viel, das ist weit unter unserem Durchschnitt. Natürlich auch bedingt von der Situation, die wir 2020 hatten. Wir haben insgesamt verbraucht 3854 Liter Wasser. Das haben wir nachgefüllt. Diesen Wert lesen wir immer ab von unserer Tankuhr, wo wir das Frischwasser befüllen am Wohnmobil. Dann haben wir insgesamt 287 Liter Gas getankt im Jahr 2020. Das mal ganz einfach zu den statistischen Werten, dass man mal so ein bisschen einen Überblick hat. Das ist schon eine ganze Menge, was wir hier an Wasser verbraucht haben und natürlich auch an Gas. Dazu jetzt ganz kurz ein Rückblick im Jahr 2020. Wo waren wir überall gewesen? Ja, das Jahr 2020 haben wir begrüßt in Dresden. Da waren wir Neujahr bis zum 5. Januar 2020. So haben wir das Jahr 2020 in Dresden mit einem überfüllten oder auf einem überfüllten Wohnmobilstellplatz an der Wiesentorstraße begonnen. Im Februar 2020, da werden wir mal hier den Film mit verlinken, da waren wir in Bad Salzungen mit unseren Wohnmobilfreunden Mary und Rainer auf dem Stellplatz an der Therme, wo wir auch einen Film drüber gemacht haben. Da waren wir auch sehr begeistert drüber. Dann waren wir im März unterwegs. Wir haben im März unsere alljährliche Frühjahrstour gemacht. Die Frühjahrstour führte über das Erzgebirge nach Polen Richtung Schneekoppe und dann Richtung an der Elbe entlang. Hat damit zu tun, wo wir die Frühjahrstour gemacht haben, hat uns der erste Corona-Lockdown in Polen erwischt. Ja, da mussten wir unsere Reise in Polen abbrechen. Die haben die Grenzen zugemacht. Da sind wir dann wieder Richtung Deutschland gefahren und sind dann an der Elbe entlang. Ja, dann kam natürlich der Lockdown, wie bekannt, und alle mussten zu Hause bleiben. Wir sind auch zu Hause geblieben. Wir haben dann Camping unserem Kind zuliebe gemacht zu Hause. Da haben wir hier auch nochmal einen Film zur Motivation damals gemacht. Camping daheim. Ja, dann ging es wieder los, Toni. Im Mai, mit der ersten Reise. Mit der ersten Reise im Mai. Lockdown, ne? Das war gleich nach dem Lockdown. Genau, das sind wir an Dreiweiberner See. Genau. Da war das so, dass der Lockdown beendet wurde. Man durfte wieder reisen. Und wir sind dann einen Tag später sind wir dann gleich losgefahren. Und da sind wir Richtung Dreiweiberner See gefahren. Ja, dann waren wir wieder unterwegs im Mai und Juni. Da waren wir im Leipziger und im Lausitzer Seenland unterwegs. Eine ganz hochinteressante, spannende Tour. Da war auch Toni mit dabei gewesen. Ja. Toni hat sich dieses Jahr im Jahr 2020... habe ich mir einen Wohnwagen gekauft. Bin auch unter die Camper gegangen. Wohnwagen gekauft? Genau. Was hast du von Wohnwagen? Ein Hobby habe ich. Hobby. Toni ist unter den jungen Campern gegangen. Wir haben es gehört, er hat einen Hobby zugelegt, ein richtiges Zugfahrzeug dazu. Er hat lang überlegt, Wohnanhänger oder Wohnmobil. Und momentan ist es noch der Wohnwagen. Der Wohnwagen, genau. Der Wohnmobilwunsch bleibt trotzdem nicht aus. Okay, in deinem Alter hatte ich schon ein Wohnmobil. Da war ich 20, war mein erstes Wohnmobil. Aber das wird auf jeden Fall der Markt. Denke ich auch. Genau, ne? Ja, im Juni waren wir auch unterwegs, da haben wir das Zelt getestet. Und zwar, da haben wir einen Film gemacht, mal von dem aufblasbaren Zelt, den verlinken wir auch mal mit hier. Das Rallye Air Pro haben wir das erste Mal aufgebaut, da waren wir total begeistert von diesem aufblasbaren Zelt. Im Juli waren wir unterwegs auf Sommer-Deutschland-Tour. Das war ganz einfach so, unsere Reisen planen wir ja nie, der haben wir auch nicht geplant. Wir sind natürlich belehrt worden, natürlich auch eines Besseren, dass die Plätze restlos überfüllt waren und so weiter. Ihr kennt das, liebe Wohnmobilfreunde, aber nichtsdestotrotz, wir haben immer einen Platz bekommen. Ja, nach unserer Deutschland-Tour, die wir verbracht haben, haben wir gemerkt, wie schon gesagt, dass die Platzgeschichte relativ angespannt war in diesem Jahr. Das haben viele Mitreisende natürlich auch gemerkt und daraufhin haben wir auch mal diesen Film gemacht. Stellplatzregeln, auch für viele bekannt.
riesengroßer Zuspruch, liebe Wohnmobilfreunde. Und natürlich, es liegt an uns selbst, dass wir im Grunde genommen, wie wir uns auf den Stellplätzen benehmen. Wenn der Stellplatz voll ist, ist er voll, da fahren wir halt weiter. Daraufhin haben wir dann den Film mal gemacht, könnt ihr noch mal reinschauen, unsere 12 Stellplatzregeln. Liebe Freunde, August geht's weiter. Im August waren wir im fränkischen Seenland. Wir haben besucht den großen und kleinen Brumbachsee, haben wir uns angeschaut und den Altmühlsee, da haben wir hier auch mal einen Film drüber gemacht. September geht's weiter, da war Toni auch mit dabei. Ja, Belandes. Ja. Und vorher waren wir wo? Zeulenroder Meer. Da haben wir auch einen Film drüber gemacht, Zeulenroder Meer. Dann sind wir weitergefahren. Zwenkauer See, warst du auch mit? Zwenkauer See? Ja, nee, waren wir nicht. Ich nie. Warst du nicht mit? Zwenkauer See warst du nicht mit gewesen? Nee. Zwenkauer See, da haben wir mit im Video. Dann waren wir Belandes, da haben wir auch einen Film mitgemacht. Da war ich wieder mit. Da warst du wieder mit. Wo sind wir dann hingefahren? Das war ja dann, hast du ja ausgesucht. Das hatten wir ausgesucht. Das war in Niedersachsen gewesen. Nee. Oh ja, da sind wir über die Grenze drüber gefahren. Nee. Doch. Nee, wir waren in Braunspetra. Das ist nicht Niedersachsen, liebe Freunde. Braunspetra ist Sachsen-Anhalt. War das Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt. Kurz vor Halle. Kurz vor Halle? Kurz vor Halle. War das da? Ja, Braunspetra. Ein schöner, kleiner Campingplatz. Wir haben uns hier Notizen gemacht. Das haben wir schon wieder mit aufgeschrieben. Auf jeden Fall, wir werden mal das mit verlinken. Wir haben ja den Film hier mit drin. Da steht ja auch der See mit drin. Ein sehr schöner Campingplatz, hat Toni ausgesucht. Da waren wir gewesen im September. So, liebe Wohnmobilfreunde, der Monat Oktober. Im Monat Oktober waren wir unterwegs mit unseren Camperfreunden Mary und Rainer. Da haben wir uns ausgesucht den Freizeit- und Aktivpark Hohenfelden. Eine ganz tolle Geschichte. Haben wir auch einen Film dazu gemacht. Sehr schöne Anlage, sehr schöner Platz für Wohnmobile. Im Oktober waren wir dann auch Leipziger Seenland. Da haben wir einen neuen Stellplatz besucht. Da haben wir auch einen Film drüber gemacht, den Camp David Sportresort, Stellplatz und Campingplatz. Und wir haben im Oktober auch einen Film gemacht. Wir mussten unsere Aufbautür bauen. Stimmt, ja. Das Schloss war kaputt. Zweimal. Die Zentralverriegelung als erstes, ja, und dann das mit der Feder. Genau. Ne, da haben wir einen Film drüber gemacht. Ende Oktober waren wir auf der Herbsttour mit unseren Wohnmobilfreunden Mary und Rainer durch den Thüringer Wald und Kyffhäuser. Da haben wir Film gemacht, 3 Teile. Ganz wundervoll, die Städtereisen. Die Städtereise Erfurt, Weimar, Bad Frankenhausen an der Therme, Stellplatz, Kyffhäuser und so weiter. Wen das interessiert, schaut ganz einfach mal rein. November auf unserer Herbsttour, und da mussten wir unsere Herbsttour frühzeitig beenden und sind dann heimgefahren. Demzufolge konnten wir auch dann diese Tour nicht machen, die Weihnachtsmarkttour, wie wir sie jedes Jahr gemacht haben. Das war ganz einfach mal der Rückblick für das Jahr, auf das Jahr 2020. Genau. Das Wohnmobiltreffen im Sommer, das war im Juni gewesen, Juni. Ganz tolle Geschichte. Das haben wir natürlich 2021 wieder geplant, im September. Wir treffen uns da mit Wohnmobilfreunden wieder aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wohnmobiltreffen, du warst dabei? Ich war dabei als Monteur. Als Monteur? Toni war als Monteur dabei. Ja, hat so verschiedene kleine Reparaturen auf den Stellplätzen gemacht, an den Reisemobilen. Wie war dein Eindruck vom Wohnmobiltreffen? Phänomenal, also so viel an Informationen und Leuten, die man dort neu kennengelernt hat. Einfach herrlich, also gerne wieder. Deswegen machen wir das 2021 wieder, das Treffen. In Bad Salzungen haben wir ja geplant. Reisen, hast du was geplant? Reise 2021? Ich habe zwar Urlaub in der Firma eingereicht, ja, aber wo es dann nur jetzt hingeht, das werden wir noch entscheiden. Das werden wir noch entscheiden. Ne? Also wir haben auch noch nichts geplant, außer das Wohnmobiltreffen. Da haben wir hier noch weiter nichts geplant. Sommerferien auch noch nichts geplant. Das machen wir zufällig. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, Viola ist da von der Arbeit, frisch eingebrochen, hat gearbeitet heute. Morgen ist Silvester. Wir wollten ja verreisen Silvester, ist nichts draus geworden. Wir wollten ins Gebirge fahren, das wird nichts. Was machen wir Silvester morgen? Vorschlag? Vorschlag? Wir dürfen ja nie verreisen.
dürfen Gardenien. Wohnmobil Gardenien. Wohnmobil Gardenien. Wir wissen es noch nicht, liebe Wohnmobilfreunde. Es entscheidet sich noch kurzfristig. Ja, wir haben jetzt den Film gemacht. Meine Frau hat es nicht mitgekriegt. Den größten Teil nicht mitgekriegt. 2021. Wir waren viel unterwegs. Oder? 2020? 2020 waren wir viel unterwegs. Jetzt kann 21 weitergehen. 21 weitergehen. Wir waren viel unterwegs. Weißt du noch, wo wir überall waren? Das ist immer eine spannende Frage bei meiner Frau. Wo waren wir denn überall gewesen? Ja. Manche machen sich um Spickzettel, weil die es nicht mehr wissen, ne? Was hat dir am besten gefallen 2020? Für die Frauen. Ja, für die Frauen. Weil die immer präsentieren müssen. Immer präsentieren müssen. Was müssen Frauen immer präsentieren? Ja, Jahr. Jahr. Liebe Wohnmobilfreunde, Jahr. Auf jeden Fall war das heute ein Quatschfilm geworden. Ein Quatschfilm. Ein Quatschfilm. Der letzte Film dieses Jahres. Wir wünschen euch ein wundervolles Jahr 2021. Einen guten Rutsch. Corona-frei, dass wir wieder reisen dürfen. Am 10. Wir lassen es mal in Anführungsstrichen, dass wir ab 10. wieder reisen dürfen. Dann geht es natürlich los mit unserer Wintertour. Wir wollen natürlich mal raus im Winter. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war's. Unser Jahresrückblick 2020. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß mit dem Wohnmobil. Und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.